Nachdem wir zuletzt über rund 2,5 Tage Fusine erreicht haben, geht es diesmal mit dem Schiff nach Igoumenitsa in Griechenland und nach Albanien. Das Treppenhaus im Schiff. Wir suchen jetzt die Bar. Da holen wir uns was. Grüne Disco gibt's wieder. Gibt's gar nicht? Doch, gibt's wieder. Okay, schlecht. Disco gibt's wieder. Früher hätte man den schlafen können, jetzt machen wir uns lieber Geschäft damit. Also ziemlich windig ist auf dem Schiff. Aber interessant und wir sind rum und wir haben schon ein Bierhit, sag's euch ja gleich. Und man sieht, wir sind so ziemlich die Ersten. Hinten sitzen noch 4 Tschechen, das sind die Zweitakter. Mimi macht einen Anstoß. Genau, also Ziel für heute erreicht. Ja, 3 Stunden Verspätung, was sind schon 3 Stunden, gell? Wenn man bloß 2 Wochen Urlaub hat. So, mit ein bisschen mehr als 4 Stunden Verspätung fährt das Schiff los. Und zwar fahren wir nicht direkt in Venedig los, sondern zwar in der Lagune von Venedig. Wir fahren los von Fusina. Wir haben es erst nicht gefunden im Moped und jetzt fahren wir. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kommen wir da an in Igoumenitsa und haut das mit unserem Zimmer noch hin, das wir in Albanien ja gebucht haben und wo wir ja dann auch noch hinfahren müssen. Da kommen wir dann irgendwann nach Mitternacht an. Ob das Sinn hat, wird interessant. Gut. Ganz da hinten sieht man Venedig. Schön, oder? Also ich sehe es ganz gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Everybody get on the dance floor. Feel the beat. Everybody get on the dance floor. Feel the beat. Das, was wir da drüben sehen, ist ein Schiff. Und dahinter, das ist schon Albanien, Albaniens Berge. Das ist also ungefähr schon unser Zielkorridor. Da haben wir für die ersten 2 Nächte eine Unterkunft gebucht. Wobei die ersten 2 Nächte jetzt bloß noch 1,5 Nächte sind, weil wir ja, vermutlich erst Mitternacht oder eins sowas ankommen. Ich habe schon gefragt, ob sie uns da vielleicht vorher rauslassen wollen. Sagt er, nein, machen wir nicht. Tja. Darf ich vorstellen, Korfu und ein paar vorgelagerte Inseln davon. Auf der Karte habe ich gesehen, dass da was gibt. Wie die heißen, weiß ich nicht. Aber dass das Korfu ist, da bin ich mir sicher. So, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das schon Griechenland oder noch Albanien ist. Aber ich glaube eher noch Albanien. Und jetzt schwingt man nach Korfu. Everybody get on the dance floor. Feel the beat. Everybody get on the dance floor. Feel the beat. So, die Fähre kommt an, Igoumenitsa, tiefste Nacht und wir haben noch 80 Kilometer über die Grenze bis nach Albanien vor uns. Das kann der Spaß werden. Es hat ungefähr gefühlte 40 Grad. So, ich bin aus der Fähre raus, die Mimi kommt noch, ich weiß bloß nicht wann, wo und wie. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich es nicht verpasse.
So, also wir haben die Fähre verlassen. Es ist jetzt 21 Uhr. Und das Navi sagt, wir brauchen über 2 Stunden zur Unterkunft. Jetzt schauen wir mal. Wobei, das ist ja deutsche Zeit. Griechenland haben wir schon 22 Uhr. Also 5 Stunden Verspätung sind wir jetzt angekommen. Die Rezeption wird nicht mehr besetzt sein. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht müssen wir am Strand schlafen. Das sehen wir dann schon. Los geht's. So schaut Igoumenitsa bei Nacht aus. Auf der Suche nach Albanien. So, wir sind jetzt in Albanien. An der Grenze gab es keine Probleme. Der will die Fahrzeugregistrierung sehen, Personalausweis und die grüne Versicherungskarte mit Albanien. Wir waren die einzigen Gäste, komisch, nachts um halb 12. Gut, jetzt haben wir noch 37 Kilometer. Die Straßen sind schon besser wie in Griechenland und bis zur Unterkunft schauen wir mal, dass wir die noch schön hinkriegen. Und dann hat der Tag ein tolles Ende. Ja, da sieht man mal, wie die Straßen und die schöneren Straßen hat da. Also unser erster Nacht in Albanien, der Empfang war schon mal sehr herzlich. Wir sind natürlich viel zu spät gekommen, der hat extra auf uns gewartet. Aber für jetzt erstmal genau das, was wir brauchen. Passt. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in der Nähe von Ksamil, Albanien. Und heute Nacht in tiefster Dunkelheit sind wir angekommen, deswegen wissen wir nicht genau, wie es hier aussieht. Und das sind wirklich so die ersten Blicke, die wir noch haben. Und da unten, da ist auch der Strand, da werden wir heute mal hinschauen. So ist zumindest der Plan, aber vorher müssen wir ein paar Leck organisieren, so heißt die Währung hier. Und Wasser müssen wir uns irgendwo kaufen gehen. Ja. Das wollen wir uns näher anschauen. Jetzt schauen wir mal, wie leicht zugänglich das ist, weil es ist so heiß, dass man sich das überlegt, ob man das jetzt in Ruhe anschauen will. Genau. So, wir haben unseren Tag heute am Strand verbracht. Erste Badetag in Albanien. Geht's ziemlich zu da. Aber in Summe haben wir es nicht bereut. Da drüben sieht man schon wieder Korfu. Und da hinten ist das ist unsere Unterkunft. Da latschen wir jetzt auch schön langsam rauf. Ja, und was man auch immer wieder sieht, das sind so eingestürzte Bauten. Und wir erklären uns das so, dass da mal irgendwie ein Erdbeben oder was geben haben muss. Weil das sind erstaunlich viel. Mal eins, das CGI, aber nicht viele. Beispielsweise da auch. So, wir sind quasi im touristischen Zentrum von Ksamil und haben uns jetzt was zu essen bestellt im Fastfood-Restaurant. Und das ist so eine Mischung zwischen Male Magaluf, Phuc Quoc in Vietnam und ja, Italien Lignano. Sind alle Klassen mit dabei. So, wir verlassen jetzt Ksamil. Das war schön da. Sie haben ein bisschen ein Müllproblem. Die brauchen einmal Ramadan, zumindest so einmal im Jahr. Und wir fahren jetzt nach Gjirokasta. Und das war unsere Unterkunft. War alles okay. Ist eine Männerhand, man merkt keine Blumen und sowas. Und ja, ab jetzt dann soweit. Mimi auch bald. Und dann packen wir es. Gjirokasta. So, das rechts ist übrigens dieser Naturhafen. Ja, ich verstehe dich.
Naturhafen. Und da auf der Seite sieht man das Meer. Also das ist beides Meer, aber das ist die Lagune, Naturhafen, und das ist das offene Meer, die Meerenge zwischen Korfu und Albanien. Und bis jetzt sind hier die Straßen besser wie in Griechenland. Allerdings waren es jetzt erst 30 Kilometer oder 40 in Albanien. Aber hier deutlich besser. Also so Bauruinen gibt es da wirklich viel. Davon kommen auch wieder eine ganze Batterie voll. Knowing this could happen, unexpected as it came. Never felt it so alone without you. Das könnte die erste Moschee sein. The same. Ja, ist schon so. How can I say this? How can I make it up to Rechts weg geht's nach Gyrogastra. Could you come back to me? I never broke our vow. This lie just isn't Das hat so ein bisschen was von Afrika. Schau mal, ob es da was zum Stehen gibt. Oh, schön, schön, schön. Die Pferdli laufen da wild rum. Aber die sind fast so schön. Ja, schön halt. Ziegen. keeping it together. I will fight for this life. Can't live without you. Can we give it another try? So, und das Tal fahren wir jetzt runter. Can't believe they told you Da that. läuft das Wasser entlang. Und morgen wollen wir da hinten irgendwo in ein Tal rein. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Think about the times we had. Wahnsinn, oder? Das ist wieder Wahnsinn. Ah, ich mag die Berge so gern. So schön. Also, ganz andere Vegetation, 40 Kilometer gefahren, völlig andere Vegetation. So ein bisschen, ja, Pfälzerwald oder so. So schön, ha? Mei, ist das schön. Mimi ist auch dabei. Ich weiß nicht, ob er singt, gell? Mimi ist auch dabei. Schön. Wir überqueren ja ein Gebirge nach Gyrogastra und wir sind jetzt bald am Scheitelpunkt, so wie es ausschaut. Zum Fahren haben wir noch ungefähr 30 Kilometer. Schaut ganz schlecht aus.
Okay. End of station. Also wir sind voll in der Altstadt. Ja, das habe ich mitgekriegt. Genau, das ist dieses Schloss, das würde jetzt da noch weiter raufgehen. Da haben die Kehre da hoch, aber ich glaube nicht, dass wir das wollen. Das weiß ich auch nicht, ob ich das will. Ich weiß auch nicht, ob wir hier rumlatschen wollen. Ich meine, das ist super geil da, gell? Eigentlich ist super geil, das wäre jetzt das Wesen. Man sieht solchen Wegen ja oft nicht an, wie steil das sind. Aber der ist steil, das kann ich euch versprechen. Some days no one knows who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. Schön. Irre. Jetzt kommt wieder. Kommt wieder. Ja. Schöne Brücke. Ja, ehrlich. Dacker, 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 dacker. Wir haben jetzt mal ein bisschen was zum Essen bestellt. Brauchen wir nichts mehr. Bibi hat gesagt, sie hat einen großen Hunger. Nein, habe ich nicht gesagt. Ah, doch, Bibi hat gesagt, sie hat einen großen Hunger. Aber wir Das schaut wissen nicht, super ob wir aus. heute Abend noch was kriegen. Und die Lage ist halt geil. Im Nationalpark, ich weiß nicht, wie der Fluss da heißt, aber es ist wunderschön da. Echt super. Da sieht man, wie eine Quelle schön rauskommt. Wunderbares, sauberes Wasser. Und das ist das Wasser da vom Berg. Da muss man sauber gekriegt haben. Sauberen Regen. Schauen wir uns an. Wie sieht das vorher aus? So, wo fahren wir hin? Da. Aber wo haben wir unsere Location? Da. Also wir können jederzeit abbrechen. Da weiß man nie, wie alt das die Ruinen sind, gell? Der Stein ist immer derselbe, auch vor 500 Jahren. Da hinten wollten wir rein in den Nationalpark. Im Moment trauen wir uns nicht wegen dem Wetter. Ja, wir haben jetzt 2:30, die Unterkunft ist in die Richtung. Und jetzt schauen wir erst zur Unterkunft und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Vielleicht müssen wir wandern gehen.
hier machen wir einen entscheidenden Fehler. Wir bleiben nicht stehen, wir schauen uns nicht die Situation an. Wir schalten keinen Offroad-Modus ein, wir fahren einfach in die Strecke hinein, in die Steigung mit großen Steinen und hoffen, dass wir die Situation irgendwie meistern können. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie sehr uns dieser beinahe Sturz noch beschäftigen wird. So, wir sind in der Nähe von, jetzt mal überlegen, Gyrocaster ist vorbei. Ich glaube, das war TP Lene oder so ähnlich, ist dieser Regierungsbezirk, und wir haben eine wunderschöne Unterkunft irgendwo in den Bergen, wurden äußerst herzlich willkommen. Es gibt wunderschönes Gemüse, einen guten Wein und sehr nette Leute, und ich denke, heute Abend wird es auch was zu essen geben. Wir haben es noch gar nicht gefragt, wir haben uns einfach mal drauf verlassen. Und wir sind um 2 Uhr schon angereist, weil das Wetter eben so schlecht war, und sind so ziemlich mit Regenbeginn da angekommen. Ja, und da stehen jetzt die Pferde und mir gehen jetzt ein bisschen die Füße vertreten, bevor es wieder regnet. Genau. So, das ist der Weg, den wir morgen auch fahren müssen, wenn wir heim wollen oder runter wollen. Mimi. Darf der Papa Tom zweimal fahren, weil die Mimi fährt da nicht mehr runter. Das war halt drauf schon eine Katastrophe. Genau, so wird es wohl sein, dass ich den zweifach fahre. Ja, genau. Oh, ich glaube, der Weg ist relativ platzig. Da drüben, da sieht man jetzt also eine Straße drauf, und das erklärt, warum man da so gut Enduro fahren kann. Weil da gibt es halt keine anderen Straßen, und da gibt es einen schönen Wanderweg auf. Da weiß man auch, warum das ein Wanderparadies ist. Ja. Dann da oben irgendwie in die Senke rein zur Alm. Wir schauen uns jetzt eine Kirche an. Oder so. Und so durften wir eine wunderbare Zeit bei unseren Gastgebern verbringen, bevor es weitergeht in die Berge.